Es gibt viele Steuercoachings, die dir erzählen, wie du 1.000, 10.000 oder sogar 100.000 Euro als Selbstständiger verdienen kannst. Aber es gibt ein Thema, das ist unsexy, das ist langweilig und das wird von nahezu allen Leuten und Gründungsberatungen irgendwie ein wenig ausgeklammert, und zwar das ganze Thema Gründungsbürokratie. Wie mache ich meine Buchhaltung? Wie ist das eigentlich mit der Steuer? Was muss ich bei der Krankenkasse beachten? Was muss ich monatlich tun? Was quartalsweise? Was einmal im Jahr? Und mit welchen Softwarelösungen und welchen Tools kann ich das eigentlich alles machen? Als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe, wusste ich das alles auch überhaupt gar nicht. Und erst im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich die ganze Zeit Steuern hinterzogen habe. Und das tut natürlich richtig weh. Also die Erkenntnis und die Steuernachzahlung, die tut richtig weh. Und anschließend habe ich tatsächlich die Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht und habe Steuerrecht studiert und habe viele Jahre in einer kleinen Kanzlei gearbeitet, in einer sehr großen Kanzlei gearbeitet, und da habe ich gemerkt, mir geht's nicht alleine so. Es geht unfassbar vielen Gründern und Selbstständigen so, dass sie so eine latente Angst verspüren, dass der nächste Hammer vom Finanzamt kommt. Selbst Selbstständige, die schon recht lange selbstständig sind, haben ganz häufig so eine nicht ganz definierbare Angst, so eine dunkle Wolke, die immer über ihnen schwebt. Und diese dunkle Wolke heißt Finanzamt oder Steuernachzahlung. Wusstest du, dass bis zu 90% der Gründungen, also der Selbstständigkeiten, scheitern innerhalb der ersten 3 Jahren? Und einer der Hauptgründe ist die erste fette Steuernachzahlung. Und was lernen wir daraus jetzt? Wir lernen vor allem erstmal, dass man das Thema nirgendwo so richtig lernt. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Kanal gestartet habe und warum du auf diesem Kanal hunderte kostenlose Videos findest rund um das ganze Thema Gründen, Buchhaltung, Steuern, Krankenversicherung und generell Bürokratie als Selbstständiger. Und ich freue mich wirklich sehr, dass inzwischen so viele Menschen regelmäßig diese Videos schauen. Und trotzdem bekomme ich eine sehr, sehr häufige Frage. Und zwar, kannst du mich irgendwie als Mandant betreuen? Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bekomme diese Frage je nach Monat so zwischen 300 und 500 Mal pro Monat. Das ist auf der einen Seite fantastisch, weil wer wünscht sich so einen riesengroßen Andrang an potenziellen Kunden? Und auf der anderen Seite tut es mir ein bisschen im Herzen weh, weil natürlich kann ich keine 300 bis 500 Neumandate irgendwie jeden Monat annehmen. Den meisten von euch muss ich absagen und ehrlicherweise bei vielen schaffe ich es nicht mal, die E-Mails zu beantworten, weil es einfach zu viel ist. Und das eigentlich Absurde ist, dass ganz viele von euch die gleichen Fragen haben. Das heißt, alle von euch, die gerade gründen, müssen sich erstmal damit beschäftigen, was muss ich überhaupt machen? Welche Steuerarten muss ich zahlen? Wie muss ich meine Buchhaltung machen? Mit welcher Software muss ich das eigentlich machen? Und dann, was ist das eigentlich mit der Umsatzsteuervoranmeldung, zusammenfassende Meldung, Einnahmenüberschussrechnung und den ganzen Steuererklärungen? Und wie sorge ich eigentlich im Alltag dazu, dass ich mich gut organisiere? Welche Kosten kann ich über meine Selbstständigkeit laufen lassen? Welche muss ich privat bezahlen? Und wie mache ich anschließend das Ganze irgendwie in eine Einnahmenüberschussrechnung oder in die Steuererklärung? Diese Fragen, die hat ja jeder am Anfang. Und das Wissen haben wir, das haben wir festgestellt, weder in der Schule noch in der Uni noch sonst irgendwo gelernt, außer man hat jetzt so wie ich das Ganze irgendwie mal studiert und eine Ausbildung gemacht. Da jetzt nicht jeder eine Steuerfachangestellten-Ausbildung machen kann, brauchst doch da irgendwie eine bessere Lösung. Und die bessere Lösung habe ich letztes Jahr das erste Mal gestartet. Und zwar ist das mein 12 Wochen Gründungsseminar. Das ist ein 12 Wochen Live-Webinarprogramm, also keine aufgenommenen Videos, wo du dann alleine vorm Laptop sitzt und dir Videos anschaust, sondern wirklich einmal in der Woche live treffen wir uns in Zoom. Ich präsentiere dir so ein paar Inhalte, zeige dir so ein bisschen, wie man das Ganze macht. Du hast die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Du hast auch die Möglichkeit, dich mit den anderen Teilnehmern auszutauschen. Und dann erarbeiten wir uns Stück für Stück all das, was man als Selbstständiger auf jeden Fall können sollte, damit man auch langfristig Selbstständigkeit bleibt und nicht einem das Finanzamt irgendwann einmal von hinten umgritscht. Und dieses Format habe ich letztes Jahr das erste Mal gestartet. Wir haben inzwischen so ungefähr 120 Teilnehmer in dem Format gehabt und das Feedback ist positiv, also wirklich positiv. Ich blende dir hier mal ein paar Erfahrungsberichte ein. Du findest aber zum Beispiel auf Trustpilot auch Erfahrungen. Und du hast jederzeit die Möglichkeit, in den Live-Sessions Fragen zu stellen, zwischendrin in der WhatsApp-Gruppe Fragen zu stellen. Und wir sammeln auch all die Fragen aus der ganzen Gruppe und du hast dann ein Dokument, wo du die Fragen auch von den anderen Teilnehmern siehst und die Antworten. Das heißt, das Ganze behältst du dann auch dauerhaft. Und natürlich bekommst du auch alle Aufzeichnungen und die Unterlagen, zusätzliche Berechnungstools und so weiter. Und dadurch ist das Ganze natürlich sehr umfangreich. Und mein Versprechen an dich ist, dass du nach diesen 12 Wochen weißt, wie der Hase läuft. Wenn ich dich jetzt als Mandant annehmen müsste,
wofür ich leider keine Kapazitäten habe, würde ich natürlich irgendwie nach Stunden abrechnen. Und nach Stunden abrechnen bedeutet 200 Euro die Stunde, 12 Wochen mal 1,5 Stunden sind 18 Stunden, mal 200 Euro sind dann ganz schnell mal 3.600 Euro. So viel kostet auch eine Gründungsberatung, wenn sie 1:1 ist. So viel kostet aber natürlich kein Gründungskurs, wenn wir in einer Gruppe das Ganze machen. Und deswegen hast du jetzt die Möglichkeit, diesen Gründungskurs zu buchen. Ersten Link in der Videobeschreibung für 600 Euro. Und wenn du den Code Steuerfit benutzt, zahlst du sogar nur 500 Euro. Du solltest allerdings schnell sein, weil die Plätze stark limitiert sind. Also die Gruppe ist maximal 50 Teilnehmer groß und die Buchung ist nur bis zum 28.02. möglich, weil wir danach loslegen wollen. Wenn du zu dem Ganzen noch Fragen hast, dann lass es mich unten im Kommentarbereich wissen und ich beantworte sie dir gerne. Und wenn das Ganze spannend für dich ist, klick mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist.